Heute in dem Video geht es ums Thema Speck salzen, trocknen und dann schlussendlich wieder Anschnitt eben ist. Mit unserer Trocknungsmethode wird nämlich schonend getrocknet und das kann man mit einer herkömmlichen Methode überhaupt gar nicht vergleichen. Man braucht eine gewisse Säuhöhe, dass der Speck oder die Fleischstücke überhaupt gut trocknen können. Das dauert in der herkömmlichen Trocknungsmethode 6 bis 8 Monate. Mit unserer Trocknungsmethode dauert das 3 Wochen. Das ist wirklich eine Sensation. Und ich nehme euch da jetzt schrittweise mit. Schaut euch das unbedingt an und schaut, wie der Speck da schon lecker ausschaut. Also könnt ihr euch auch vorstellen, wie am Ende des Videos ihr das gleich sehen werdet, wie der Anschnitt ausschaut. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt und ich glaube, ihr seid auch gespannt, wie das eben ausschaut. Da seht ihr jetzt an die Fleischstücke einmariniert und jetzt sind circa 10 Tage vergangen, wo sie einziehen haben dürfen und jetzt werden sie dann in die Salzkammer geben und aufgehängt und die werden jetzt dann auch 3 bis 4 Tage gesalzt und da nehme ich euch auch weiter mit. Jetzt sind die Speckstücke da aufgehängt in Salzschrank, in Räucherschrank und jetzt werden sie einen Tag einmal dürfen sie rosten und dann geht es mit der Räucherung eben los. Das wird so ungefähr 3 bis 4 Tage, je nachdem wie das Fleisch eben das annimmt. Jetzt an den Bauchspeck, da ist das Karreestück und da hinten drin versteckt ist der Schlegel, also das Beinstück und das wird jetzt in der Reicherkammer oder im Reicherschrank gereichert. Und das wird dann einfach was Besonderes und was Herrliches. Und dann ist der nächste Weg, wo sie dann in die Kräutercube reinkommen zum Nachtrocknen. Jetzt sind sie 4 Tage vergangen. Mit dem Reichern sind wir jetzt fertig. Und jetzt schaut euch einmal an, dass er weich ist. Und deswegen kommt er jetzt in die Kräutercube rein zum Trocknen. Und da sieht man auch noch den Karreespeck, wenn ich da so tue. Schaut mal, wenn ich reindrücke, der ist echt noch weich. Und in unserer Kräutertrocknung wird er jetzt noch getrocknet. Da seht ihr jetzt an die Speckleisten. Das ist ein Zubehör von der Kräutercube, wer eben vorhat, Speck zu trocknen. Und schaut euch weiter das Video an. Jetzt habe ich den da auf die Speckleisten eingelegt. Und jetzt geht es dann weiter mit der schonenden Trocknung. Schaut mal, wie der schon schön von der Farbe ist. Und jetzt an unserer Trocknung ist noch das i-Tüpfel dann drauf. Schaut mal, wie weich der eben ist. Das sieht man da jetzt noch einmal. Und jetzt wird er da auf die Speckleisten eingelegt. Und bei herkömmlicher Trocknungsmethode braucht er wirklich 6 bis 8 Monate. Und bei uns kann man da wirklich die Wartezeit beschleunigen und man hat früher was von gutem Speck damit. Jetzt habe ich den Speck da auf die Speckleisten draufgelegt. Da haben wir jetzt noch ein Gusto-Stückel und das ist der Schinkenspeck. Jetzt ist der Speck da fertig aufgelegt auf die Speckleisten und darauf zu achten ist, dass man dazwischen auch Luft lässt und nicht irgendwie das zusammenstellt, sondern dazwischen Luftraum eben ist. Das ist ganz, ganz wichtig und ein guter Tipp. Jetzt wird das Ganze eben circa 3 Wochen in der Trocknung bleiben, die jetzt drinnen. Und dann schaut euch unbedingt das Ergebnis an, weil das kann man mit keiner herkömmlichen Methode eben in dieser Zeit eben schaffen. Und das Ganze bei 22 Grad. Und man kann früher den Speck genießen und verkosten. Dann ist die Speckstücke, die Fleischstücke sind jetzt 3 Wochen in der Kräutercube drinnen. Jetzt schauen wir uns das an, ob er schon fertig getrocknet ist. Da sieht man schon, wenn man ihn angreift, an der Stabilität, dass sich nichts mehr bewegt. Und der schaut schon sehr, sehr gut aus. Jetzt nehme ich das Bauchstück daher. Schaut mal. Unglaublich und wunderbar, wie der schön getrocknet ist. Und das nur innerhalb von 3 Wochen. Das ist wirklich eine Sensation. Das kann man nämlich mit der herkömmlichen Methode, kriegt man das nie hin in dieser Zeit. Und jetzt nehme ich euch weiter mit. Und da, jetzt gibt's den Anschnitt und ich freue mich schon drauf. Da seht ihr jetzt die ganzen Speckstücke. Da haben wir den Schinkenspeck. Da haben wir den Karreespeck. Und da ist der
Bauchspeck. Und schaut einmal an, was das eben für Menge ist. Und das kriegt ihr alles in die große Kräutercube eine. Und jetzt seid ihr schon gespannt. Jetzt kommt nämlich das Beste, kommt zum Schluss. Jetzt wird er angeschnitten. Jetzt schneiden wir den Karreespeck an. Ich bin schon gespannt. Bin schon gespannt. Tada! Wow! Wow! Schaut mal, wie der schön ist. Unglaublich. Hier rinnt tatsächlich das Wasser im Mund zusammen. Bevor wir so weit sind, wenn wir den jetzt einmal anschneiden, die Rinden oder die Schwarten, sagt man bei uns in Kärnten, nimmt man runter und dann schneidet man in feine Streifen auf. Lecker. Jetzt kommt dann als nächster Schritt die Verkostung dran. Und da nehme ich euch in der Zwischenzeit aber nicht mehr mit, weil das genieße ich ganz allein. Und wenn ihr das auch selber machen wollt daheim, dann braucht ihr die Kräutercube. Mit der könnt ihr das nämlich einfach selber machen. Die ist nämlich so vielseitig, wo man wirklich von Kräuter, Obst, Gemüse und wie man da auch sieht, Fleisch trocknen kann. Und jetzt geht's mit dem Bauchspeck weiter. Der wird jetzt einmal in der Mitte durchgeschnitten. Und jetzt seht ihr das Ergebnis. Wow, schaut der gut aus. Da seht ihr jetzt an den Bauchspeck angeschnitten. Wow, wie der herrlicher ausschaut. Und da sieht man auch schön, wie er von innen nach außen super gut durchgetrocknet ist. Und das könnt ihr alles wunderbar selber mit der Kräutercube machen. Eine Scheiben runtergeschnitten, die Schwarten runtergenommen. Und jetzt wird er fein aufgeschnitten zur Verkostung. Ich denke mal, euch läuft da auch schon das Wasser im Mund zusammen, so lecker wie der eben ausschaut. Und jetzt geht's dann zur Verkostung. So einfach und mit wenig Zeitaufwand und innerhalb von nur 3 Wochen kann man seinen eigenen Bauchspeck, Karreespeck oder Schinkenspeck mit der Kräutercube herstellen. Jetzt kommt noch unser Gusto-Stickel, das ist der Schinkenspeck. Und der wird jetzt auch angeschnitten. Das sind fast 9 Kilo. Jetzt wird der auch in der Mitte durchgeschnitten. Und ich bin gespannt, wie der ausschaut. Wie schaut der aus? Tada! Wow! Auch eine Sensation. Und schaut euch einmal das an, wie das ansprechend ausschaut. Einfach herrlich, lecker. Wow, ich freue mich jetzt schon auf die Verkostung. Und jetzt haben wir da auch Scheiben oberschneiden. Und dann wird er natürlich verkostet. Ich bin jetzt echt schon gespannt, weil da ist ja alles mit unserer Kräutercube, die ganzen Gewürze getrocknet, aufgemahlen. Das seht ihr auch in die Videos drinnen. Es hat mich sehr, sehr freuen, wenn ich auf die Videos eben ein Like kriege. Die können auch sehr gern geteilt werden. Und natürlich da auch zu der Specktrocknung. Und das sind auch noch viele, viele andere Videos drinnen. Das war das Video zu unserem heurigen Speck. Von Einmarinieren bis zum Säuren, von der Trocknung bis hin zum Anschnitt. Schaut euch da das sensationelle Ergebnis da eben noch einmal an. Da seht ihr jetzt an den Karreespeck. Da ist der Bauchspeck und da haben wir den Schinkenspeck. Alles mit der Kräuter Multifunktionscube getrocknet. Unter anderem findet auch eine Nachreifung statt und der Speck vom Geschmack ist einfach sensationell, weil die ganzen Gewürze auch mit unserer Kräuter Multifunktionscube getrocknet sind und so ein herrliches, intensives Aroma haben. Und das könnt ihr mit unserer Kräuter Multifunktionscube ganz einfach daheim selber machen. Und die da draußen spreche ich genau an,
wenn du die Kräutercube daheim hast, die große oder die kleine Kräutercube, die ist so vielseitig und deswegen rate ich dir, dass du die Kräutercube zu dir eben heimholst. Wir haben die bei uns in vielen Lagern und daher war die auch schnell zur Verfügung und jetzt im Frühjahr ist die beste Zeit, wo man loslegen kann mit den ersten Kräuter und seine herrlichen Gewürzmischungen, Kräutermischungen so vielseitig selber herstellen. Ich freue mich, wenn ich einen Like kriege aufs Video und ich freue mich auch über jeden netten Kommentar oder wenn ihr irgendeine Fragen habt, beantworte ich die gern und bitte den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss!